dass es endlich wahr wird. Wir können es einfach nicht glauben. Wir sind an einem super schönen Platz gelandet. Wir haben irgendwie so komische zwei Geräusche irgendwie gehört. Unsere erste Nacht in den Niederlanden. Willkommen in den Niederlanden. Wir haben ein bisschen mitbekommen, dass es hier ganz schön bebaut ist. Also diese Dinger, die gehen mir sowas von auf den Sack. Wir sind hier am super schönen Platz jetzt angekommen. Die Fahrt hat sich echt gelohnt. Sehr cooler Stellplatz hier. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Wir haben es geschafft, es geht endlich los. Wir können es doch gar nicht glauben. Es ist irgendwie total unfassbar, dass wir jetzt losfahren. Also irgendwie, ja, das ist, nach so langer Zeit, wo wir eigentlich an vielen Orten länger gestanden haben. Dass es endlich wahr wird, wir können es einfach nicht glauben. Ne? Naja, und irgendwie sind wir auch ein bisschen nervös, was jetzt Ja. auf uns zukommen wird, wie alles so funktionieren wird. Wir haben zwar schon mal eine Erfahrung gehabt, so mit einem Wohnmobil 5 Wochen durch Europa, aber wir sind halt vorher nicht so die Camper gewesen. Und jetzt steigen wir natürlich irgendwie schon in eine etwas größere Klasse hier ein und es wird spannend werden, wie wir das hinkriegen. Wir sind richtig aufgeregt. Ja. Wir verabschieden uns jetzt noch von den beiden, von Sandra und von Olli, und bedanken uns für die Zeit. Das war mega und wir haben uns super wohl gefühlt hier. Und ja. Jetzt geht's in die Niederlande. Es ist so großartig, es macht so viel Spaß. Es geht endlich los. Wir haben so geiles Wetter. LKW läuft. Es kann nur gut werden. Wir sind in den Niederlanden. Juhu! Deutschland verlassen. Mit Odin. Wir freuen uns. Wir sind jetzt gut in den Niederlanden angekommen. Wir sind an einem super schönen Platz gelandet und total durch Zufall.
Ja, im Grunde genommen auch wieder über einen Kontakt von euch aus der Community. Wir haben da den Christian kennengelernt, der hat uns kontaktiert, ob wir nicht mal vorbeikommen mögen, weil er auch gerade sein Expeditionsmobil ausbaut. An der Stelle hallo nochmal an Christian. Schön, dass wir uns treffen konnten und das war ein wunderschöner Abend. Und ja, der Christian hat halt hier eine Firma beauftragt, wo er sein Expeditionsmobil ausbauen lässt. Und die waren auch ganz nett und haben uns dann einen Tipp gegeben, wo wir dann den Abend hier die Nacht verbringen können. Direkt an der Waal oder an dem Wal, weiß ich jetzt nicht. Also der spätere Rheinwirt in Deutschland. Und hier fahren jetzt die Windschiffe vorbei. Man hört so das Wasser so rauschen. Das ist schön, ein super schöner Stellplatz. Ja, wir hatten uns schon darauf eingestellt, dass wir da im Industriegebiet bei der Firma stehen werden. Das war auch schon super lieb, dass sie uns das angeboten haben, da zu schlafen. Ja. Aber jetzt ist es natürlich umso schöner, dass wir hier direkt am Wasser stehen. Und die meinten halt auch, man wird hier nicht weggeschickt. Hier könnt ihr ruhig eine Nacht mal stehen. Gar kein Problem. Und ja, wir lassen den ersten Abend jetzt ausklingen mit einem leckeren Pinot Grigio und ein paar Keksen. Es ist einfach super, super schön hier. Ja. Ein schöner erster Abend in Freiheit. Klingt das jetzt so dick aufgetragen? Weiß nicht. Naja, ihr wisst, wie wir das meinen. Es ist einfach wunderschön. Ja, wir freuen uns total. Ja. Ich glaube gar nicht, was gerade passiert ist. Wir haben irgendwie so komische zwei Geräusche irgendwie gehört und sind dann einmal um den LKW gelaufen und ja, da sind wir mit Eiern beworfen worden. Unsere erste Nacht in den Niederlanden. Willkommen in den Niederlanden. Hier werdet ihr mit Eiern beworfen. der Nico ist dann gleich irgendwie hinten über die Straße gegangen und hat geguckt irgendwie, ob die da noch sind und da lag dann so eine Eierpackung. Aber hast du halt niemanden mehr gesehen irgendwie. Ich bin da hingelaufen, bin auch in die Richtung gelaufen. Die sind abgehauen. Ja. Naja, aber vielleicht waren es auch einfach nur ein paar Jugendliche irgendwie, Vielleicht die irgendwie so Spaß erlaubt ja, haben. irgendwie so ein Streich oder so, ne? Aber also sie haben das Wohnmobil auch nicht getroffen, sondern es ist halt auch irgendwie vor uns gelandet auf der Straße, also jetzt hier auf dem Platz, aber irgendwie. Aber hätten wir auf der anderen Seite gesessen, hätte es uns getroffen. Ne? So. Ja. Und dafür haben wir heute eine Sternschnuppe noch gesehen und es ist ein wunderschöner Abend. Guten Morgen! Guten Morgen. Wir hatten eine ganz ruhige Nacht gehabt, wir haben super geschlafen und heute Morgen wurden wir von den Schiffen vom Rhein geweckt, trinken gerade unseren ersten Kaffee. Genau. Wir werden jetzt gucken, was uns der Tag dann jetzt so bringt. Heute regnet das ein bisschen, ist gut abgekühlt. Also nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. Ja. Und dann machen wir uns dann auch nach dem Frühstück auf den Weg. Wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt endlich dabei aufzubrechen. Es geht los. Wir sind mega happy. Pünktlich zum Start hat uns TomTom ein Navigationsgerät zugeschickt. Ihr habt ja gesehen, dass wir in der Vergangenheit auch schon mal auch Probleme hatten, zum Beispiel in Köln, wo wir nicht wussten, ob wir unter der Brücke durchfahren durften. Und dieses Navigationsgerät, das ist das TomTom Go Camper Max. Das ist speziell für Wohnmobile gemacht worden, dass man dort halt entsprechend die Eigenarten von Wohnmobile eingeben kann, so Länge, Breite, Gewicht, Höhe. Und das soll uns dann in Zukunft auch helfen, vernünftig durch die Länder zu navigieren. Ja, da freuen wir uns drauf und das gucken wir uns jetzt an. Eine nette Karte haben wir auch bekommen. Da steht halt drauf, Welcome to the TomTom Family. Sind wir gerne dabei. Wow, das ist mal ein Riesendisplay.
Ja, und das ist halt so eine Halterung, die kennt man halt von vielen anderen Systemen auch. Aber, naja, okay, das ist ja gut. Man schließt das sozusagen inklusive des Kabels an und das Gerät wird immer einfach nur reingeklemmt und rausgeklemmt. Das heißt, man braucht nicht direkt das Kabel immer am Gerät rein und rausziehen. Das finde ich eigentlich richtig gut. Das ist jetzt die erste Einrichtung. Hier kann man jetzt die Sprache einstellen. Es gibt viele, viele andere Sprachen noch. Oh, das Display, das reagiert auch echt gut. Ein bisschen hat es hier gehakt, aber ich finde das trotzdem noch angenehm. Deutschland, Land auswählen, genau, wir kommen aus Deutschland, weiter. Genau, dann wird hier schon gefragt, ob wir jetzt ein Auto mit Wohnwagen sind, ob wir ein Wohnmobil sind oder einfach nur ein Auto. Wir sind ja ein Wohnmobil. Dann kann man hier so Fahrzeugdaten einstellen, die Abmessung, Motor, Verbrennung, dann Fahrzeugtyp Wohnmobil, Abmessung, Länge, Breite, Höhe, dann Gewicht, Brutto, Achslast in Tonnen, Höchstgeschwindigkeit, Motor, was für einen Kraftstoff haben wir. Das ist nachher wichtig. Es gibt da ein paar geile Features bei diesem Navigationsgerät, da komme ich später noch drauf hin zurück, wo das dann relevant wird. Möchten Sie die Radarkamerawarnung aktivieren? Klar machen wir das. Und dann verbinden Sie Ihr TomTom Go mit einer Datenverbindung des Telefons. Das ist halt auch in diesem Gerät eines der Features, dass man halt über das Telefon dann entsprechend direkt Zugriff aufs Internet hat. Und das Gerät sich dann entsprechend mit den Diensten, die es dann hat, aktualisiert. Und es muss ein Bluetooth-fähiges Smartphone sein. Kopplung durchführen, dann führt er mir jetzt hier alle Geräte auf, sogar unsere Kamera. Wir haben ein OnePlus 3T, das Telefon ist glaube ich 6 oder 8 Jahre alt, ich weiß es nicht. Koppeln. Ah ja, okay. Jetzt sagt er hier keine Verbindung zu Bluetooth Tethering möglich. Dieses Bluetooth Tethering, das bedeutet, dass man über Bluetooth auf die Internetfunktion des Telefons zugreifen kann. Das muss man speziell selber auch nochmal einstellen. Hotspot und Tethering einstellen. Okay, jetzt ist er verbunden. Also gehen wir weiter. Ah ja, hier kann man sogar, wenn man Wi-Fi hat in seinem Fahrzeug, das hat eigentlich vermutlich jetzt heutzutage schon fast jeder, wir auch, kann man das auch nochmal einrichten, dass man dann halt direkt über Wi-Fi Aktualisierung runterladen kann, Kartenmaterial und so. So, dann kann man hier noch ein TomTom-Konto erstellen, aber wir wollen ja mal gucken, wie es letztendlich funktioniert. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier auf das X drücke. Ah ja, gut. Dann geht's los. Da sind wir. Willkommen bei TomTom, alles klar. Jetzt kann man hier suchen. Jetzt kann man hier raus und reinzoomen, so wie man das eigentlich auch kennt von anderen Geräten. Also gerade von den Smartphones. Man kann hier so die Karte bewegen, mit 2 Fingern reinzoomen, wo man gerade ist. Mit einem Finger entsprechend an die Position rücken. Genau. Oder auf Zentrieren drücken, weil er hat jetzt ja letztendlich das Signal schon erfasst. Also über Satelliten würde ich sagen. Gut. Finde ich ganz, ganz angenehm soweit. Auch von der Auflösung her finde ich es extrem scharf, gestochen scharf. Dann gucken wir uns jetzt einfach mal die Features an. Wir sind jetzt in der Fahrerkabine. Das TomTom Go Camper Max habe ich schon installiert. Und das kommt mit 183 Karten daher für Europa. Großraum, weitere Karten kann man noch nachinstallieren, die werden da kostenlos angeboten. Zu den kostenlosen Kartenmaterial gehören auch ganze Kontinente, die man herunterladen kann, also nicht nur für Europa, sondern halt auch Zentralamerika, Asien, Afrika, eben halt ganze Kontinente und dort dann entsprechend die Länder. Eine ist die Anzeige von Kraftstoffpreisen, wenn man nach Tankstellen sucht, kostenlos. Das ist ein Live-Service. Das finde ich gerade für uns halt auch sehr interessant, weil Kraftstoff oder der Diesel letztendlich ja auch für uns ein wichtiger Bestandteil ist unseres Budgets, was wir dann verbrauchen. Und dann danach zu gucken, wo man dann eine günstige Tankstelle findet, ist schon sehr relevant. Ich finde es gut. Ein sinnvolles Feature. Das Navigationsgerät hat noch zusätzliche Features extra für Camper, das hatte ich ja schon erwähnt. Einerseits ist es die Point of Interest, wo man dann halt Campingplätze finden kann zum Beispiel. Man geht halt an den Ort hin, wo man halt hin möchte. Hier haben wir uns jetzt zum Beispiel dieses grüne Gebiet hier rausgesucht, wo wir denken, das finden wir ganz gut. Da drückt man einfach drauf und sagt, okay, man könnte jetzt direkt dorthin fahren. Wollen wir aber nicht. Wir wollen halt einen Parkplatz finden, in der Nähe suchen. Parkplatz. Dann sucht er uns einen Parkplatz raus. Dann kann man jetzt hier aus diesem Parkplatz wählen oder man geht halt auf die Karte und sagt, okay, ich finde hier mitten im Grün den Parkplatz finde ich toll. Geht auf Fahren.
und dann bietet er einem verschiedene Routen an. Und wie man hier sieht, 3 verschiedene, die durchaus irgendwie woanders lang führen. Das ist die effizienteste, das hatten wir vorher eingestellt, dass wir möglichst spritsparend fahren wollen, und da führt er einen natürlich hauptsächlich über die Autobahn. Ein besonderes Feature finde ich, das nennt sich malerische Routen, wo man dann entlang schöner Wege geführt wird. Also nicht auf dem direkten Wege, sondern halt das Navigationsgerät sucht dann Routen raus, die besonders schön sind zu dem Ziel dahin. Die malerischen Routen, wie kommt man dahin? Da geht man einmal auf das Menü und dann hat man hier gleich den Punkt malerische Routen, da geht man drauf. Dann sagt er einem nochmal, ja, es kann halt sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis das geladen wird, weil er sucht natürlich dann entsprechend. Ja, und dann macht man das wie bei einem Point of Interest, wie ich es vorher gezeigt habe, genauso. Man geht dahin an das Ziel, wo man hin möchte. Man kann es halt eingeben, indem man das eintippt, oder ich bin immer doch eher so der haptische Typ. Ich muss mir das angucken, finde das hier gut, alles klar, ich will dahin, das ist wieder derselbe Bereich. Dann kann man das entweder als Zwischenstopp hinzufügen, weil man vielleicht noch weitere Ziele anfahren will, oder sagt, okay, das ist jetzt das Ziel. Und dann lädt er die malerische Route, das dauert einen kleinen Augenblick. Und da haben wir sie. Dann hat man noch die Option, wie stark die malerische Route, also wie kurvig sie sein soll. Wir haben jetzt so Medium genommen, aber jetzt hier wird sich, glaube ich, nicht viel verändern. Dann hat man noch die Möglichkeit anzugeben, wie bergig das sein soll. Wir finden das TomTom Go Camper Max gut gelungen. Wir werden es jetzt ausgiebig testen, und wer noch mehr darüber erfahren möchte, über TomTom oder über das Navigationsgerät selber, der kann bei uns in der Videobeschreibung Links dazu finden. Es gibt dort auch einen Link, über den man das Gerät dann auch kaufen kann. Für uns geht es jetzt nach einer Nacht weiter. Wir werden mal sehen, ob wir den Platz anfahren können, den wir uns rausgesucht haben. Wir haben ein bisschen mitbekommen, dass es hier ganz schön bebaut ist. Und eventuell müssen wir halt auf dem Campingplatz heute mal ausweichen. Wir sind gespannt. Wir starten jetzt erstmal einen LKW und dann gucken wir uns mal die Gegend ein bisschen an. Also diese Dinger, die gehen mir sowas von auf den Sack. Irgendwie alle 50 Meter, teilweise weniger als 50 Meter, sind hier so eine Hobel eingebaut. Und das ist hier irgendwie für mich eine normale Landstraße. Keine Ahnung. 50 sind hier erlaubt, 60 teilweise. Kannst nicht fahren. Zerlegst du dir alles mit. Sehr cooler Stellplatz hier. Ich hoffe, wir dürfen bleiben. Mal sehen. Wir sind doch weit genug weg von der Zivilisation, und ja, wir richten jetzt noch den LKW aus und dann gucken wir mal, was da kommt, ob wir hier bleiben können. Ja, es war ein ganz schön harter Ritt. Also die Straßen hier mit dem LKW, da sind wir noch keine Freunde geworden, würde ich sagen. Der Stellplatz ist schön. Das hoffe ich, dass wir hier vielleicht sogar 2 Nächte verbringen können, um mal so ein bisschen arbeiten zu können und die Zeit hier genießen zu können, um auch ein bisschen dann wieder runterzukommen. Die Fahrt hat sich echt gelohnt.
Hinter mir ist die Maas und auf der anderen Seite ist eine Windmühle und hier ist es super ruhig, nur ein Fischer, der hier noch neben uns steht. Ja, die Fahrt, die war schon herausfordernd, das war schon sehr, sehr eng teilweise auf dem Deich. Aber was ich bisher so von Niederlanden gesehen habe, ist wirklich super, super schön, trotz des miesen Wetters. Ich bin schon auf die nächsten Bilder gespannt. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt uns doch bitte gerne einen Daumen nach oben. Schreibt uns auch gerne was in die Kommentare. Es muss kein Roman sein, einfach irgendwie ein Smiley oder ein Daumen, das reicht auch schon. Ja, und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann würden wir uns super über euer Abo freuen. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Da geht es dann mit uns weiter in den Niederlanden. Bis dahin.